Viele ältere Menschen erfahren Benachteiligung und Diskriminierung. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Zum Beispiel in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Pflege, soziale und finanzielle Sicherheit, aber auch Digitalisierung und Schutz vor Gewalt. Der rechtliche Schutz vor Benachteiligung und Diskriminierung ist lückenhaft und für die Staaten nicht verbindlich. Das bemängeln auch verschiedene Gremien der Vereinten Nationen. In den vergangenen Jahren gab es viele Versuche, die Lebensbedingungen älterer Menschen weltweit zu verbessern. Ohne Erfolg. Doch woran hakt es? Die BACSO ist der Dachverband von 120 Mitgliedsorganisationen. Sie setzt sich für ein selbstbestimmtes und gesundes Altern in sozialer Sicherheit ein. Und zwar weltweit. Die BACSO vertritt die Anliegen der Älteren, auch bei den Vereinten Nationen, und beteiligt sich an Diskussionen, wie die Menschenrechte Älterer besser geschützt werden können. Zwar gibt es auf internationaler Ebene die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und andere Abkommen und Konventionen. Die Rechte älterer Menschen sind aber nur bruchstückhaft erfasst und ihre spezifischen Lebenslagen nicht konkretisiert. Sehen wir uns das genauer an. Zum Beispiel steigt mit dem Alter das Risiko für Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit. Doch vielerorts erhalten Betroffene keine angemessene Versorgung oder die für sie notwendigen Medikamente. Wie kann das sein? Zwar liefert der zweite Weltaltenplan der Vereinten Nationen wichtige Empfehlungen zur pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung, aber die Umsetzung ist freiwillig. Ein weiteres Beispiel. Viele ältere Menschen sind von Armut bedroht, insbesondere in Ländern ohne staatliche Alterssicherung. Gemäß den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen soll Armut bis 2030 wirksam bekämpft werden. Diese Ziele sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Offensichtlich fehlt eine verbindliche Rechtsgrundlage, um die Situation älterer Menschen weltweit zu verbessern. Viele Organisationen fordern eine UN-Konvention für die Rechte älterer Menschen, ähnlich wie die bereits bestehenden Konventionen zu den Rechten von Kindern oder Menschen mit Behinderungen. Sie würde Staaten verpflichten, die Belange Älterer in allen Politikbereichen zu berücksichtigen. Dafür setzt sich die BACSO gemeinsam mit hunderten Nichtregierungsorganisationen ein, zum Beispiel der Global Alliance oder Age Platform Europe. Eine Konvention würde einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Stärkung der Rechte älterer Menschen und damit zur Verbesserung ihrer Lebensqualität leisten.